Die Pulse Chain, beziehungsweise Pulse X, ihr seht es auf dem T-Shirt. Was hat es damit auf sich? Warum mache ich genau zu diesem Projekt heute ein Video? Und warum habe ich jetzt mehr als ein Jahr lang, mehr als 1,5 Jahre lang genau auf diesen Tag gewartet? Und zwar gestern. Gestern ist die Pulse Chain gelauncht. Und heute erkläre ich euch einfach mal ein bisschen darüber, wo das Ganze herkommt, warum das Ganze so besonders ist und was es für dich auch für eine Chance hat. Wir werden höchstwahrscheinlich in einem anderen Video dann nochmal weiter tiefer auch eingehen, wie man das Ganze jetzt verwenden kann, wie man sich das Ganze jetzt zunutze machen kann und wie du hier vor der breiten Masse dir wirklich noch ein gutes Stückchen vom Kuchen mitholen kannst und ja, dir einfach ratzfatz passive Einkommensquellen aufbauen kannst und ja, einfach von einem genialen Projekt mit einem genialen Typen dahinter dir ein paar Sachen von mitnehmen kannst. CoinMarketCap, das Wikipedia der Kryptowährung. Ich versuche das heute wirklich so basic wie möglich zu halten. Und was man hier bei CoinMarketCap sieht, ist halt eben, man sieht natürlich Bitcoin ganz oben, dann aber kommt direkt Ethereum und ansonsten fällt einem recht schnell auf, wenn man sich ein bisschen schon mal mit Kryptos beschäftigt hat, dass Tether, das ist ein Stablecoin, der ist immer rund um den Dollar. Ja, wir haben BNB, das ist genauso wie Ethereum ein Systemcoin. Wir haben USDC auch ein Stablecoin. Wir haben XRP, wir haben Cardano, wir haben Solana, wir haben Matic, wir haben Polkadot, wir haben Tron. Wo ich drauf hinaus will, ist, dass Tron, Polkadot, Polygon, Solana, Cardano, BNB, Ethereum, das sind alles Systemcoins. Und der Unterschied zwischen einem Coin und einem Token, wie ich auch früher schon im Video mal erklärt hatte, ist, dass man auf einem Coin ein Token platzieren kann. Ja? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, auf einem Coin ein Projekt zu entwerfen, was natürlich äußerst interessant ist, denn so kann man diesen Coin als Betriebssystem sehen. Wenn wir also jetzt in ein Betriebssystem investieren, was gerade frisch gestartet ist, ein Ethereum, was gerade so auf den Markt kommt, aber ein Ethereum, was nicht so auf den Markt kommt, wie Ethereum auf den Markt gekommen ist, sondern ein Ethereum, was bereits funktioniert, ein Ethereum, was deutlich schneller ist, ein Ethereum, was deutlich skalierbarer ist, günstiger und sicherer, ja, dann ist das was Weltbewegendes. Und genau das haben wir heute. Und genau das wurde gemacht von dem Typen, der genau dieses Projekt hier gemacht hat. Hex. Hex ist ein extrem krasses Projekt, wenn man einfach mal sieht, wo das am Anfang war. So, und genau da sind wir nämlich jetzt auch. Wurde es gestartet mit 0,00025561 Cent. Und das Alltime High lag bei 50. Ja, also noch einmal kurz. Na, wir sind hier bei 0,0002. 3 Kommastellen hinter der 0 und wir gehen auf 50 Cent hoch. Dann ist das eine Verdopplung. Ja, also zwar eine Verdopplung 20, 200, 2000, 20.000%, die dieses Projekt auf jeden Fall Minimum gemacht hat. Und das ist einfach nur krass. Ja, also was hier für ein Wachstum möglich ist, das ist das letzte Projekt von dem Hex. Von wem? Von Richard Hart. Ja, Richard Hart ist jemand, der wurde ganz arm geboren. Erzählt er auch hier, könnt gerne auch mal auf die Webseite gehen. Und er hat halt eben Hex.com damals gegründet. Er hat damals schon Bitcoin investiert. Hier sind Bilder von ihm. Hier seht ihr in dem Video, wie er einen Klo installiert. Na, und auf jeden Fall hat er schon sehr, sehr vieles gemacht und hat halt eben auch ja, Pulse X, die Pulse Chain damals ins Leben gerufen. Warum? Weil Richard Hart halt eben Bitcoin schon super, super, super lange verfolgt. Er ist übertrieben lang im Crypto-Space mit dabei und weiß dementsprechend eben auch, was für Probleme hier herrschen. Ja? Die Probleme, die es auf Ethereum gibt, um nochmal kurz darauf hinzuzukommen. Wenn ein Projekt auf Ethereum läuft, ja, und angenommen, wir wollen wie bei der Bankgeschichte, wir wollen jetzt einfach Geld von A nach B schicken. Aber das Geld verschicken kostet uns 5, 10, 15 Dollar Gebühren. Da macht es für die meisten Menschen nicht so viel Sinn, das dann über die Ethereum-Blockchain zu machen. Angenommen, du willst jetzt nicht mal Geld schicken, sondern du willst einfach nur, und so wird das in der Zukunft sein, zum Beispiel
in der Passkontrolle beweisen, dass du der Jakob Petersen bist. Ja, oder aber du willst tanken und dein Auto muss jetzt beweisen, dass du der Jakob Petersen bist, der rechtmäßige Besitzer und dass du auch bezahlen darfst. Ja? Und das läuft dann über die Blockchain, nur als Beispiel jetzt, ja. Und dafür ist es dann natürlich wichtig, dass du beim Tanken nicht 5 bis 10, $15 einfach nur extra zahlst, weil du es einmal bestätigen möchtest, weil du die Bezahlung bestätigst, sondern dass das Ganze flüssig und richtig günstig läuft, für wenige Centbeträge. Ja? Und genau das Problem haben wir halt eben bei der größten Kryptowährung, bei dem größten Systemcoin Ethereum, dass es dort halt eben, das sieht man hier ganz gut, ja, dass man hier einen Preis von $24, $10, $7 pro Transfer, ja, hat. Es geht sogar noch höher, ja, also hier pro Transfer 19, 65, $25. Das ist natürlich nicht gut. Das ist nicht gut für die breite Masse, denn wie der Richard Hart das auch immer so sagt, es ist scheißegal, es ist egal, wie viele Menschen bzw. wie viel Geld in einem Projekt drin ist. Es ist wichtig, wie viele Menschen etwas nutzen. So wie das Internet damals. Das Internet hat damals keiner benutzt, mittlerweile nutzt es jeder. Wenn jetzt gerade kaum einer Puls X in die Pulschain und Hex nutzt, aber in Zukunft fast jeder, dann ist da extrem viel Potenzial drin. Ja? Und deswegen ist es so ein Gamechanger, dass ich euch das heute zeige. Denn das Projekt hier ist wirklich astrein, von vorne bis hinten. Ist natürlich keine Finanzberatung hier, aber es ist selber einfach eine Herzensgeschichte von mir. Und ja, man sieht auch hier, was er für eine Reichweite hat. Vor 6 Stunden 91.000, vor 6 Stunden 87,5. Finde ich auch eine interessante Message. Ja, einfach mal zu sagen, guck mal hier, damals Mc's, Hamburger 15 Cent, Cheeseburger 19 Cent, Pommes 10, Milch 10, Root Beer, Orangeade, Coca-Cola, alles total günstig. Ja, McDonald's Menü 1972, schon ein bisschen teurer. Ja, dann das nächste 39 Cent, 2,99, 2,99, ging halt immer höher. Und mittlerweile sind wir beim Big Mac Preis von fast $5 angekommen. Also ist doch krass. Ne? So. Und ja, ne, er redet hier natürlich auch über seine Erfahrung so, ne? I recall when I was 18, I also paid 99 cents for premium gas. In hindsight, it was very stupid for buying premium because Ford vans run as well as on regular. Also er hätte es auch das günstigere nehmen können, ja, aber damals war es halt so verdammt günstig, dass er es halt gemacht hat. Ne? So, und das ist halt dieser schleichende Prozess der Inflation, ne? Wo man halt einfach gucken muss, dass man hier sich irgendwo, sag ich mal, absichert. Und da war halt eben Hex, und das ist das erste Projekt von ihm gewesen, eine super gute Geschichte schon mal. Ja, das sieht man hier auch. Hier kriegst du 38% Return jedes Jahr. Ne? Läuft seit 3 Jahren komplett ohne Probleme. Und ja, du brauchst keine Hardware, keine Elektrizität, sondern das läuft über eine Blockchain, über die Ethereum-Blockchain normalerweise. Und hier kannst du halt dann eben deine Kohle für dich arbeiten lassen. Ja? Der Richard Hart hat für Hex den teuersten Diamanten der Welt gekauft mit, ich glaube, 555, genau, 0,5 Karat. Ja, sie haben sogar einen Hex.com NASCAR-Team. Ja, man kann sich hier Videos darüber nochmal anschauen. Eins kann ich auch kurz mal laufen lassen. The invention of cryptocurrencies brought us alternatives to the traditional financial system. Hex is the next step in that evolution, designed to replace high-interest time deposit savings accounts. Stake your Hex coins for a fixed time period, and once your stake expires, Hex pays you the interest you're owed. The longer lockdown period you choose, the higher interest rate you receive. Hex is a smart contract built on top of the Ethereum network, providing you trustless, decentralized interest. Ja, also jeder, der sich das nochmal tiefer anschauen möchte, informiert euch selber. Hier sieht man das auch noch. Also 16.000 X hat das gemacht, beziehungsweise die Share davon. Das ist
wirklich der Wahnsinn, wie sich dieses Projekt hier entwickelt hat. Jeder kann es wirklich nutzen, sehr, sehr viele Menschen, sieht man auch vor allen Dingen in Amerika und auch in London etc. Ja, reden darüber, sind dadurch reich geworden, sehr vermögend und lassen halt so einfach ihre Kohle für sich arbeiten. Schaut's euch an, ist vielleicht was richtig Cooles für euch. Jetzt kommen wir aber zu der Geschichte, weswegen wir hier eigentlich sitzen, und zwar zum Thema der Pulse Chain. Was macht jetzt die Pulse Chain so besonders? Ja? Die Pulse Chain ist nun mal einfach eine Geschichte, die hier die Gebühren von Ethereum deutlich niedriger setzen wird. Ja? Jeder Mensch, der jeder Mensch, der Ethereum-Tokens und aber auch Coins, also ein Ethereum oder ein Ether auf seiner Wallet hatte, auf einer dezentralen Wallet, hat diese gespiegelt bekommen. Ja? Das heißt, wir haben eine exakte Kopie bekommen und können mit dieser Kopie jetzt auch auf der PRC20, auf der Pulse Chain direkt loslegen. Ja? Man muss dafür einfach nur auf seine Metamask Wallet das Ganze einrichten und ja, ist super easy. Pulse Chain ist einfach schneller, ne, hat 10 Sekunden Blockzeiten instead of 12. Ne, also alle 10 Sekunden wird ein Block geschlossen, eine Transaktion wird bestätigt und der nächste wird gemacht. So hat man alle 10 Sekunden, ich sag mal, ich bezahle das Eis, büb, 10 Sekunden später ist das Geld da. Ja, wir haben kein Proof of Work, sondern Proof of Stake. Das ist dieses Thema, wo die Leute damals beim Bitcoin drüber gemeckert haben. Na hey, das ist doch so umweltschädlich, na, und Klimawandel und bla bla bla. Naja, ne? Dann haben wir, genau, wir haben einen deflationären Faktor und zwar einen, dass es nie wieder mehr PLS geben wird. Also in dem Moment, wo du dir jetzt deine Pulse kaufst, kannst du jetzt schon mal sicher sein, dass es morgen schon wieder weniger geben wird, dass jede Sekunde es weniger Puls geben wird und deine so langfristig gesehen auf jeden Fall an Wert steigern werden. Ja, so, man kann hier sich noch ein bisschen schlau machen. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt hier keine 30 Minuten darüber reden. Was man aber eben auch braucht, ist, ja, man braucht auch einen Pulse Chain Scan. Hier sieht man eben auch mal, wie das so abging. Das ist ja jetzt der komplette, also der echten Blockchain. Hier sehen wir, wie viele Transaktionen hatten wir insgesamt. Ja, 22 Millionen Wallets-Adressen. Wir haben insgesamt heute bzw. gestern schon 655.000 Transaktionen, was natürlich einfach gigantisch ist. Average Blocktime 10,1 Sekunden, wie sie es gesagt hatten. Und man kann halt hier dann immer so schön gucken, alles klar. Also es ist wie das Transaktionsbuch der Kryptos, sagen wir es mal so. Man kann hier die Tokens anschauen, ja, was hier so abgeht. Man kann hier aufs Mainnet, aufs Testnetz, etc. Das Testnetz war übrigens auch echt krass unterwegs. Man sieht hier Pulse X, ne, das Projekt, in das ich investiert hatte. Und auch schon aber viele, viele andere. Ne, da kann man hier noch auf weitere Seiten klicken. So, was aber für uns jetzt erstmal interessant ist, wir gehen jetzt hier auch einmal drauf und zwar Disconnect Wallet. So, das ist jetzt hier Pulse X. Pulse X ist das Projekt, was ich damals so interessant fand, wo ich damals was rein investiert habe, was man jetzt auch bald nochmal kaufen kann. Das ist sozusagen das Ding, um jetzt hier zu tauschen. Ja? Also man braucht, weil das Ganze halt eben nicht zentral, sondern dezentral läuft, also über eine Blockchain und hier keine Bank mehr irgendwie zwischen ist, die uns sagt, ja, du darfst jetzt oder du darfst nicht, sondern ich selber entscheide, ob ich tausche oder nicht, brauchen wir hier eine Börse, die auf der Pulse Chain läuft und diese Börse, Pulse X sowie Pulse, sowie Hex, ist halt eben alles von Richard Hart gesagt. Deswegen kann ich auch selber sagen, die drei Dinger sind gute Projekte. Über alles andere kann ich euch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wer wirklich dahinter steckt. Aber bei diesem Typen, ich bin damals zu Freunden gegangen, habe denen gesagt, ey Leute, das hier ist ein Herzensprojekt. Jeder, der Bock hat, jeder, der ein bisschen Geld hat, ne, steckt es da mal rein. Ja? Und wie gesagt, wir haben 1,5 Jahre gewartet, haben jetzt auf jeden Fall alle auch was bekommen. Und genau, pulsex.com ist letztendlich hier die meist liquide Exchange. Ja, man kann darauf tauschen, ne? Man kann darauf sich Rendite erzielen. Ja, man hat ja einen Incentive-Token, worüber man dann auch letztendlich entscheiden kann, wie man belohnt wird, etc. Ja, es ist eine Fork
Ja, was heißt das? Es ist sozusagen eine Abspaltung von der Uniswap. Was heißt Uniswap? Uniswap ist halt einfach die größte Börse auf der Ethereum-Blockchain, was übrigens auch krank ist, weil, und da muss ich jetzt einmal kurz gucken, wo ich es gesehen habe, ist aber auch eigentlich egal, weil Pulse X selber, das Ding, was es erst seit 24 Stunden gibt, jetzt schon eine Sache, mehr Transaktionen macht als die kompletten Ethereum-Börsen, die auf der Blockchain laufen, was also einfach nur bestätigt, dass das Ding hier extremst krank ist. Ja, so, das hier ist mit das Interessanteste. Pulse X is designed to increase in value. Ja, best asset class in history, high yields, most transparent, efficiency und Pulse X only becomes more rare. Ja, lest euch die Sachen hier durch. Setzt euch mit den Sachen auseinander. Es ist wirklich, wirklich, wirklich verdammt, verdammt cool. Ja, hier kann man die Logos downloaden, ein bisschen Werbung machen, kann sich schöne Sachen bestellen. Ja, es gibt eine FAQ, die haben wir gerade eben kurz besprochen. Ja, so, hier sieht man das auch. Ne? The price of Hex has gone up over 10.000x, über 1 Million%. Ja, und nochmal kurz bla bla bla, was ist die Pulse Chain, should I buy? Ne? Keiner weiß, was am besten performen wird. Aber wichtig ist halt immer, macht euch selber schlau. Ja, macht euch selber schlau. Ihr habt hier wirklich zwei extremst coole Projekte mit an die Hand bekommen. Hier sehen wir jetzt noch einmal kurz auch das, was ich euch zeigen wollte. Wir haben hier am 13. Mai 2023 655.000 Transaktionen. Wir haben bei Ethereum am 13. Mai 994.000. Das war jetzt die eine Blockchain, die nicht mal richtig live ist, im Gegensatz zur anderen Blockchain, die es schon seit Jahren, seit 2015 gibt. Krass. Ja. Wenn wir das Ganze mal mit Cardano vergleichen, Cardano hat jeden Tag lächerliche 54.000. Ja. Und Cardano und Ethereum sind wie gesagt Blockchains, die schon jahrelang laufen, oder was heißt laufen, die es schon, die einen Namen haben, die Leute kennen sie, ja. Pulsechain aber wird meiner Meinung nach wirklich dominieren, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die nächsten Jahre, wenn es so performt wie Hex. Und Hex war einfach nur krass. Es wird das Leben von vielen Menschen positiv beeinflussen. Jeden, den es irgendwie angetan hat, fangt an, euch zu informieren. Ihr könnt mir auch sehr gern schreiben, ich helfe euch dabei. Aber Kryptos, Blockchain ist einfach die Zukunft. Digitale Payments, dezentrale Payments, dezentrale Geschichten im Allgemeinen. Ey, es bringt dir nur selber die Möglichkeit, be your own bank, deine eigene Bank zu sein, über deine eigenen Sachen auch wirklich frei zu entscheiden und von überall aus digital dein Geld zu vermehren, für dich arbeiten zu lassen, Money never sleeps und dann halt eben nicht angewiesen auf irgendwelche Menschen zu sein, sondern hey, du kriegst hier schwarz auf weiß per schlauen Vertrag geschrieben, was du kriegst und dann kannst du das auch erwarten. Und das ist das Schöne hier. Du brauchst dir niemand anderen mehr, sondern nur dich und deine Coins, deine Tokens und kannst mit deinem Kapital hier mehr machen. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin mir sicher, ihr habt viele Fragen, stellt sie gerne in den Kommentaren und meldet euch bei mir, wenn ihr nochmal mehr und auch mit mir persönlich in Touch kommen wollt. Ciao.